Da möchte ich Ihnen ein Bild zu zeigen, das möchte ich einfach mal auf Sie wirken lassen. Es braucht ein paar Sekunden. Also das Schönste finde ich ja noch, dass dann irgendjemand gesagt hat, naja, war zwar alles verkehrt, aber die kleben einfach das C hier um die Ecke. Und wer kennt solche Projekte? Machen wir doch alle so, oder? Schnell noch einen Balkon dran gebaut. Never say I know ist ein Zitat von Eli Goldratt, auch Begründer der Theory of Constraints. Also letztendlich nicht mehr davon ausgehen, dass das, was ich einmal geschrieben habe, auch wenn so ein Lastenheft viel Mühe macht oder ein Pflichtenheft, Sie müssen davon ausgehen, dass ein Großteil davon falsch ist. Und deswegen wäre es doch eigentlich besser, gar nicht erst so viel davon zu schreiben. Wenn ich eine Idee habe für ein Produkt, eine initiale Produktidee, dann ist das ja erstmal eine Wolke. Ich weiß ja noch gar nicht genau, was ich eigentlich will. Ich weiß nicht, was der Kunde genau will. Und dann kommt dieses V-Modell oder das Klassische und sagt, und du musst dich jetzt festlegen. Und dann habe ich da meinen weißen Punkt hin und sage, das ist jetzt die Produktidee. Aber es ist ja schon ein Fehler in sich. Weil die Produktidee ist noch sehr schwammig, ist eben die Wolke. Und der nächste Fehler ist jetzt dem Entwicklungsteam zu sagen, und das ist die Produktidee und da müsst ihr hin. Da laufen die nämlich los. Und wenn das noch so Unternehmen sind, wo man sagt, die Abteilungen sind schön voneinander getrennt und wenn ihr fertig seid, dann gebt ihr das Ergebnis wieder zurück über den Zaun, dann heißt es letztendlich, die entwickeln sich dorthin, das Entwicklungsteam kommt irgendwann hier an, hat das Projektziel damit quasi erreicht, aber die Anforderungen haben sich im gleichen Zeitraum dramatisch verändert und liegen jetzt sogar außerhalb der ursprünglichen Wolke. Das ist ganz klassisch, das passiert. Und das heißt, dass das eigentliche Produkt, was dabei rauskommt, gescheitert ist. Also Projekt erfolgt, Produkt ist aber gescheitert. Und verdienen kann man damit nichts. Wie wäre es denn, wenn man das auch hier schrittweise macht? Im agilen Bereich gibt es die sogenannten Sprints. Sprints sind Einheiten von typischerweise 1 bis 3 Wochen, in denen am Ende etwas geliefert wird, sozusagen ein Mini-Projekt. Und jeder kleine Pfeil hier ist jetzt so ein Mini-Projekt. Also das Entwicklungsteam geht wirklich erstmal auf den weißen Punkt los, aber in der Zwischenzeit arbeitet die Produktabteilung oder Product Development Abteilung weiter an den Ideen. Und dann passiert irgendwann das. Die bewegen sich aufeinander zu, die konvergieren. Und dann ist Projekterfolg und Produkterfolg auf einmal identisch.